Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schon wieder Masters of the Universe und ja, es wird auch nicht spannender tatsächlich, also die Abwechslung ist im Moment ein bisschen, bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil Stridor oder Estridor, wie manche sagen, liegt hier schon länger rum und ist wahrscheinlich auch jetzt nicht das heißeste Objekt am Markt, was man sich auf YouTube anschauen kann, ja. Tatsächlich, ja, tatsächlich ist es ja auch so, kurz mich gespiegelt, hallo, tatsächlich ist es so, dass Stridor zu den wenigen, wirklich zu den wenigen Toys gehört hat, dass ich nicht gehabt habe als Kind in der Masters-Reihe. Ich hatte Nightstalker und fand Nightstalker schon leidlich interessant, ja, wahrscheinlich aufgrund der Hörspiele ein bisschen interessanter, aber das war's auch schon. Und Stridor, entweder glaube ich, habe ich ihn verpasst, aber ich habe dann auch nie das Bedürfnis gehabt, ihn haben zu müssen oder haben zu wollen und zu kaufen, ja. Ja, vielleicht kurzer Sidestep. Die Strom-Gas-Krise, aber es ist keine Krise, in Wahrheit ist es ja nur das Gas, ja, und natürlich da gibt es ja ganz viele Profiteure im Moment und viele vorgeschobene Gründe, warum sich manche Dinge entwickeln, wie sie sich entwickeln. Jedenfalls mein total 100%iger Ökostromgasanbieter hat mich per Ende April gekündigt, eben mit einer langen Vorlaufzeit. Jetzt konnte ich aber nicht so schnell wechseln und heute bekomme ich ein Schreiben im Postkasten, dass ja, mit 6. Mai kommt der neue Energielieferant. Nur, was mache ich halt vom 1. Mai bis 5. Mai? Es gibt sowas wie eine Grundversorgung in Österreich, ja, aber ein bisschen schräg. Vor allem habe ich schon gesagt, ich brauche ab 1. Mai den Anbieterwechsel. Naja, also wenn es dann eine Woche zappenduster ist und dann nichts kommt, ist dieses Mal nicht meine Faulheit der Grund oder mein Ausgelaugtsein von der Arbeit. Ja, Chef hatte heute auch einen wunderbaren Tag, hat jedem einen verbalen Einlauf verpasst, könnte man sagen. Aber ja, na, genug von diesen Indiskretionen. Ja, es könnte nur sein, dass sollte ich dann irgendwie in der ersten Maiwoche mal eine Woche auf Tauchstation sein, hat das ganz banale Gründe, nämlich ich habe weder Strom, noch Gas, noch Energie. Das ist mit einem kleinen Kind ja auch alles kein Problem. Naja, dafür kann ich dann vielleicht mit ein paar Masters-Sachen spielen, ja, oder die zünde ich dann einfach an und wärme mich an dem Feuer, ja, sicher sehr umweltbewusst und das Plastik verbrennt und vor sich hin raucht. So, ja, ein kurzer humoristischer Einstieg, ja. Ihr wisst ja, Humor ist Tragödie plus Zeit. Gut. Das Coolste an diesem Stridor ist tatsächlich einfach die Verpackung. Ja? Ich meine, das Pferd an sich, mir gefällt es tatsächlich viel besser als die Classics-Variante. Ich liebe ja die Classics, wie ihr wisst, aber dadurch, dass die Classics-Figuren relativ groß sind auch die Fahrzeuge groß und nämlich teilweise zu groß, ja. Und ich finde eigentlich Stridor sehr gut gelungen hier. Ich packe ihn aber jetzt heute nicht aus. Es ist quasi eher so ein relativ später First Look auf die Verpackung. Ja, hier sieht man ihn mit allen Action-Features. Das finde ich ja auch ziemlich geil, dass man jetzt diese Plattformen begonnen hat, den Fahrzeugen mitzugeben. Finde ich ja auch sehr cool. Weiß ich nicht, ob ich es bekommen werde, dieses He-Man und Battlecat Set, dieses Target Exclusive. Da ist ja auch so eine Plattform mit so zwei kleinen Flutterlaps dabei. Die schauen ja auch herzallerliebst aus. Ja, was beim alten Stridor nicht dabei war, ich meine, das mit dem Helm war ja auch immer so eine Sache, nicht? Ich glaube, bei den Origins war das doch ein Thema, bilde ich mir ein. Aber diese Blaster-Effekte, die gab es auf jeden Fall früher nicht, ja. Und schauen wir uns das nochmal in der Verpackung an. Deine blauen Augen machen mich ganz sentimental. Ja, hier sind die Blaster, hier sind die Zügel, hier ist das Helmchen. Genau, es gibt ja zwei Looks. Es gibt diesen Look und es gibt den Look quasi mit dem Kampfhelm. Genau, sowas. So, und hier ist der Schweif und der Rückwärtsblaster. Ja, hier schauen wir kurz mal noch quasi ins Cockpit auf die Armaturen, aufs Armaturenbrett. Ja, aber natürlich, so wie so oft bei den Origins, ist die Verpackung ein Gesamtkunstwerk und wir haben hier den mittlerweile schon gewohnten, so, heute halte ich die Packung halt besonders dämlich, bis diesen Reliefdruck
Also haptisch ertastbar. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Also für alle, die nur mal einen Pappkarton haben, um mit dem zu kuscheln, ja. Wer kennt das nicht, solche Lebensphasen? Der kann sich hier erfreuen. Ja, Axel Jimenez hat sich hier wieder selbst übertroffen und vor allem hier sieht der Motu-Fachmann ja schon, hier wird ein Charakter angeteasert, den man bis vor wenigen Monaten wahrscheinlich nicht unbedingt erkannt hätte. Sunman. Ja, Sunman, eine Geschichte voller Missverständnisse. Auch die werden wir wahrscheinlich am Wochenende dann ansprechen. Ja, He-Man mit Doppelaxt-Schild auf Stridor, flankiert von einem sehr coolen Fisto mit dreifach gebrochener Nase und seinem ikonischen violetten Schwert und Skeletor in der Dragon Blast Rüstung, hätte ich jetzt gesagt, im Roton, der ja auch rauskommt. Dragon Blast Skeletor ist ja noch nicht angekündigt und für mich ja eigentlich eine der coolsten Varianten dieser Drache hinten, hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert. Dann haben wir drauf Screech, hatte ich als Kind auch nicht, habe ich nicht vermisst, habe ich auch gar nicht verstanden, was das soll, außer als billiges Repaint von Soa. Gut, aber auch ich bin in manchen Dingen einfach ein Banause. So, jetzt haben wir uns lang genug mit der Vorderseite angeschaut. Oft sind die Rückseiten ja viel interessanter. Okay. Ja, hier haben wir, schaut mal, das habe ich ja gar nicht gecheckt. Da ist ja der Dragon Blast Skeletor Drachen, der ja eigentlich hier hinten hingehört. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Cooles Design, ja. Axel Jimenez hat's drauf. Und auch hier haben wir ein kleines, süßes Wauwauchen. Ja, Fabricado, der kommt wohl auch aus China. Das wird diese Fledermaus sein vom Markt aus Wuhan. Ja, das ist eigentlich ein Insider-Gag, ein versteckter, ja. Da muss man schon 1 und 1 wirklich sehr gut zusammenzählen können. So, und jetzt genug des Schabernacks. Auch auf der Rückseite, heute ist Tag des Adlers, der Adler, sehen wir Soa vor einem ausbrechenden Vulkan, He-Man in einer Actionpose auf Stridor vor Castle Grayskull. Ja, was wollte uns der Künstler mit diesem Bild sagen? Der Künstler wollte uns wahrscheinlich sagen, dass He-Man bereit ist, Eternia zu verteidigen vor allen Gefahren und sich zusammen mit Soa, also muss es sich um eine echte Herausforderung handeln, in den Kampf begibt. Ja, kennt ihr noch 1001 Meisterwerke? Das war so eine lustige Sendung im öffentlichen Fernsehen. Da haben sie immer mit sonorer Stimme Kunstwerke besprochen. Ich glaube, das werde ich für die nächsten Folgen übernehmen. Ja, ist jetzt vom Inhalt des Artworks gar nicht so aufregend, aber ist natürlich super schön gemacht, so wie immer. Kann man gar nicht mehr erwarten. Ich habe jetzt kurz gedacht, sehe ich hier, ist hier noch was versteckt, aber nein, es ist einfach nur die Flagge, der Blaster und ja, kennt man ja. Ja, Soa ist ja auch angekündigt oder gibt's ja schon Fotos im Tila 2-Pack, habe ich ja schon meine Meinung dazu geäußert. Als in der Verpackung sicherlich dann nett als Gesamtkunstwerk. Ja, hier sehen wir den Kampfhelm, wie dann das Pferdchen ausschaut, mit diesem Helm im Vergleich zu diesem Helm, oder wenn er halt gerade durchgeht und dann der nächste Master ja im Rollstuhl landet. Ja, und das ist auch eine ganz coole Idee, habe ich so noch gar nicht realisiert. Ich wusste, man kann es irgendwie verbinden. Man kann diese Plattform mit Castle Grayskull irgendwie ankoppeln. Das werde ich ausprobieren. Ich werde auch, das bin ich auch, also ich bin einige Sachen schuldig, vom Unboxing von Keldor und Cronies, ganz zu schweigen, bis hin zum Mysteries of Grayskull Comic-Con, sage ich, PowerCon Exclusive, was ich ja auch mit Castle Grayskull vorstellen wollte, gemeinsam. Ja, aber kommen wir zum Abschluss, zu den üblichen Verdächtigen der Rückseite. Wir haben hier die aktuelle, oder die damals aktuelle 7. Wave, die mir auch noch großteils fehlt. Also Flying Fist He-Man gab es kurz mal auf Amazon, habe ich nicht erwischt. Terror Claws Skeletor gab es und
gab es jetzt wieder auf Amazon. Der erste wurde mir storniert, den jetzigen habe ich mir hoffentlich gesaved. Die wird ja bösartigerweise oft Bikini Skeletor genannt, ja. Ich weiß noch genau, wie ich den in Italien bekommen habe. Ich fand den großartig. Heute natürlich auch dieses Drachenskelett hinten, ja, finde ich nur mehr okay. Ja, ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht die beste Skeletor-Variante. Flying Fist He-Man finde ich die Rüstung ganz cool und das Design vom Schild und von seiner Waffe. Also der ist sicher gelungener als der Terrorclaw Skeletor. Ja, die Figuren unten habe ich ja bis auf Stratos schon kurz mal vorgestellt. Minicomic Stratos habe ich von den Classics, ob der von den Origins ja, im Moment wird er ja teilweise zu Mondpreisen gehandelt. Das wird sich sicherlich legen, glaube ich, weil auch der kommt nicht nur 3-mal aus einer chinesischen Fabrik, sondern 4-5-mal sogar. Wird sich alles noch legen. Aber wie gesagt, von dieser Wave fehlen mir jetzt noch 3 Figuren. Von der Wave 6 fehlen mir auch 3 Figuren. Und von der Wave 8 und 9 will ich gar nicht reden. Von der Wave 8 habe ich ja nur Anti-Turnier He-Man bis jetzt. Ja? Da habe ich neulich den Horde Troop auf Amazon entdeckt. Schauen wir mal, ob der jemals bei mir ankommt. Ja, also also ich bräuchte ja bei den Origins gar keine Fahrzeuge, sage ich jetzt mal ganz frech. Es gibt ja Leute, die nicht sammeln, aber solange das so kleine, feine Fahrzeuge sind, die jetzt auch nicht viel kosten, ich meine, es wird gerade der Landshark und alles rausgeworfen, teilweise um 14, 15 Euro, also was immer das bedeutet. Auch beim Roton, ich habe den noch von den Classics, ich brauche den nicht noch einmal eigentlich, aber wir werden sehen. Ja, also für mich könnten es, der Fahrzeugoutput darf gerne so bleiben oder weniger werden, Figuren immer her damit. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ich ein bisschen meine psychischen Probleme hier wieder breit treten durfte. Bis zum nächsten Mal und sammelt weiter. Tschüss!